Was geht, Mystery-Fans, und willkommen zurück bei Gruselgang, eurem Kanal für die Welt des Unerklärlichen. Heute reisen wir zusammen in das Jahr 1977 und analysieren die unerklärlichen Ereignisse über Russland und Skandinavien, die als das Petrozavodsk-Phänomen in die Geschichte eingingen. Viel Spaß dabei, und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen da. Es war die Nacht des 20. September 1977 und der Himmel über der russischen Stadt Petrozavodsk war, wie so oft, grauschwarz und von Wolken verhangen. Die herbstliche Kälte zog durch die Straßen der Hauptstadt Kareliens, die mit ihren knapp 250.000 Einwohnern nicht unweit der Grenze zu Finnland liegt. Als der schwarze Nachthimmel um kurz nach 4 Uhr plötzlich nicht mehr in Dunkelheit gehüllt war, wurde dies von der schlafenden Stadt zunächst kaum bemerkt. Zu den wenigen, die um diese Uhrzeit schon auf den Beinen waren, gehörte eine Gruppe Hafenarbeiter während ihrer Morgenschicht. Sie sahen als erste das blendend helle Licht, das leise durch die Wolken glitt und sich aus Richtung des Onegasees langsam auf die Stadt zuschob. Während das Licht sich der Stadt näherte, veränderte es auch seine Form. Lichtstrahlen traten aus dem Objekt hervor, wie die Arme eines Tintenfisches. Es sah aus wie eine gigantische leuchtende Qualle, gaben die Hafenarbeiter später zu Protokoll. Geräuschlos glitt das Objekt über die Dockanlagen hinweg und aus dem Sichtbereich der Seemänner. Doch das unheimliche Treiben im Himmel über der Stadt und wenig später über ganz Skandinavien nahm damit erst seinen Anfang. Als das leuchtende Flugobjekt direkt über der Stadt zum Stillstand kam, schickte es eine Welle von zahllosen dünnen Lichtstrahlen in Richtung der Häuser. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es um die Nachtruhe in Petrozavodsk geschehen und tausende Einwohner verfolgten, was über ihren Wohnhäusern geschah. Viele von ihnen waren von dem unerklärlichen Licht in Todesangst versetzt und befürchteten den Beginn eines Atomkrieges. Schließlich ereignete sich dieses Phänomen zur absoluten Hochzeit des Kalten Krieges. Doch es war mit Sicherheit keine Rakete, die über der karelischen Hauptstadt schwebte und mehrere Wellen von gleißenden Lichtfäden auf die Wohnblöcke abfeuerte. Nach exakt 12 Minuten veränderte das Objekt abermals seine Form und flog als weiß leuchtender Halbkreis zurück in Richtung des Sees. Dort verharrte es für einen Moment, bevor es in einem Sekundenbruchteil direkt in den Himmel schoss und dort ein Loch in der dichten Wolkendecke zurückließ. Während die Wolken sich nur langsam wieder über dieses Loch schoben, wurde in der Stadt langsam aber sicher klar, dass das unbekannte Flugobjekt noch mehr Spuren zurückgelassen hatte. Damit ist das Phänomen von Petrozavodsk einer der wenigen UFO-Fälle, in denen handfeste Beweise die glaubwürdigen Zeugenaussagen untermauern. Schnell sammelten sich hunderte Augenzeugenberichte aus allen Schichten der russischen Stadt. Polizisten, Seemänner, Rettungssanitäter, Reporter und ein Journalist der örtlichen Nachrichtenagentur TASS gehörten dazu. Mit dem ersten Morgenlicht kamen die Berichte von Sachbeschädigungen. Zahlreiche Anwohner klagten über kleine, kreisrunde Löcher, die während der Nacht in den Fassaden ihrer Häuser und den Gläsern ihrer Fenster entstanden waren. Diese Beschädigungen wurden sofort von den russischen Behörden dokumentiert und sind auch heute noch ein verblüffendes Detail dieses unheimlichen Falles. Doch damit nicht genug. Einem russischen Reporter wurde ein Foto des Objektes zugespielt, das bis heute eines der seltsamsten UFO-Fotos aller Zeiten bleibt. Was auch immer den Himmel über Petrozavodsk in dieser Nacht heimsuchte, die Aktivitäten können eindrucksvoll belegt werden. In der damaligen Zeit brauchten die Nachrichten über den Petrozavodsk-Vorfall einige Tage, um sich zu verbreiten. Doch dann wurde schnell klar, dass die Bewohner der karelischen Hauptstadt nicht die einzigen waren, die in dieser Nacht Unerklärliches und Verstörendes am Himmel beobachten mussten. Überall in Skandinavien und Osteuropa mehrten sich Berichte über UFO-Sichtungen am 20. September. Aus Helsinki meldeten mehrere Zeitungen die Sichtung eines glühenden Feuerballes, der auch auf dem Radar des örtlichen Flughafens registriert wurde. Über Kopenhagen wurde ein leuchtendes Objekt gesichtet, das ebenfalls von der Crew eines Linienflugzeuges über der Stadt gemeldet wurde. Aus Litauen hingegen kamen Berichte über gleich 48 verschiedene Flugobjekte, die in der Atmosphäre beobachtet wurden. Der Tower des Flughafens in St. Petersburg wiederum meldete ebenfalls Sichtkontakt mit mehreren leuchtenden Flugobjekten, die auch auf dem Radar der Air Traffic Controller auftauchten. Und in Kurkijoki, einem kleinen Dorf in Finnland, meldete ein Ingenieur die Sichtung eines Objektes, das er als leuchtenden Zeppelin beschrieb. Als Antwort auf die wachsende Unsicherheit und Panik nahm ein Expertenteam der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften die Untersuchungen auf. Die Wissenschaftler nahmen den Fall von allen Seiten unter die Lupe, analysierten meteorologische Daten, Ergebnisse von Strahlenmessungen, astronomische Beschaffenheiten, aber auch Augenzeugenberichte und die Beschädigungen, die das Flugobjekt mutmaßlich verursacht hatte.
Während als offizielle Erklärung schnell der Start einer sowjetischen Rakete, der Kosmos 955, gefunden war, konnte das Expertenteam dies nicht bestätigen. Laut den Wissenschaftlern wäre der Start in nordöstlicher Himmelsrichtung erfolgt, die Phänomene hingegen ereigneten sich weit im Westen des Kosmodroms. Ein erster Bericht der Akademie fiel daher uneindeutig aus, da keine natürliche Ursache gefunden werden konnte. Im Jahr 1978 veröffentlichte der Vizepräsident der Wissenschaftlichen Akademie der Sowjetunion höchstpersönlich den finalen Bericht, doch auch dieser sollte den Fall nicht abschließen. Abermals war der Report uneindeutig, da das Phänomen auf Basis der Wissenschaft nicht zu erklären gewesen wäre. So bleibt das Petrozavodsk-Phänomen bis heute ein unheimlicher und unerklärlicher, aber auch beeindruckend gut belegbarer UFO-Fall, der aus diesem Grund deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Jetzt bist du gefragt. Was steckt deiner Meinung nach hinter den unerklärlichen Himmelsereignissen vom 20. September 1977? Wie lassen sich die leuchtenden Objekte über Russland und Skandinavien erklären? Woher stammen die Beschädigungen an den Gebäuden in Petrozavodsk? War es ein bisher unbekanntes Naturphänomen, übernatürliche Flugobjekte oder doch die Nebenwirkung eines normalen Raketenstarts? Lass uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Das war's für heute von uns. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und schaue neue Videos immer als erster, indem du die Glocke aktivierst. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, deine Gruselgang.